Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde. Wie verriegeln wir unser Wohnmobil, unser Reisemobil, wenn wir drin schlafen? Unsere Aufbautür im Hintergrund bzw. unsere Fahrertür, wenn wir auf dem Stellplatz stehen. Einmal die Zentralverriegelung, das wissen wir ja, aber das Weitere zeigen wir euch hier in diesem Film. Seid gespannt, bleibt dran, bis gleich. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Heute das Thema, wie verriegeln wir unser Wohnmobil, wenn wir drin schlafen, irgendwo stehen auf dem Platz. Einmal die Aufbautür und einmal die Fahrertür separat getrennt. Man hat ja mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel einmal die Möglichkeit, dass wir jetzt hier die Zentralverriegelung nehmen. Das machen die meisten. Da drücken wir einfach drauf und schon ist das Wohnmobil verriegelt. Es kann keiner eindringen, aber die Türen können dennoch geöffnet werden. Und um was geht es da speziell? Wir haben uns mal Gedanken gemacht mit einem Wohnmobilfreund, wie kann man am besten die Türen verriegeln. Wir haben ja hier die Aufbautür, dass man die von innen komplett verriegeln kann, wenn wir jetzt drinnen sind. Das Schloss von unserer Aufbautür. Einmal die Verriegelung oben und einmal die Verriegelung unten hier. Und da ist ja dieser Stift und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man den Stift am besten blockieren, wie kann man das dauerhaft hier anbringen, um die Verriegelung hier deaktivieren, wenn wir im Wohnmobil sind. Wir machen das mal auf. Jetzt sehen wir hier die zwei Stifte und einmal das Schloss. Wir haben jetzt hier die Seitsaufbautür und das Schloss. Das ist identisch mit unserer Fahrertür. Unten im Video findet ihr die Beschreibung von diesem SICK. Die Möglichkeiten, wie man das bestellen kann im Shop etc. findet ihr alles hier. Schaut das so aus. Das ist der SICK. Den gibt es einmal zur rechten und einmal zur linken, also seitenverkehrt, damit wir das Teil in der Aufbautür anbringen können und in der Fahrertür anbringen können. Hier haben wir jetzt eine Nase. Diese Nase wird eingesetzt in das Schloss und hier in der Nase ist ein Loch drin. In dieses Loch kommt dann hier die Schraube rein. Die Schraube wird dann festgezogen, damit der SICK im Schloss halten bleibt und wir das auf und zu machen können. Das zeigen wir jetzt euch mal, wie das funktioniert, wie wir das Teil jetzt hier installieren. So, liebe Freunde, hier haben wir jetzt unser Schloss und hier haben wir unser SICK. Da ist jetzt genau für diese Seite gedacht. Wir nehmen jetzt hier diese Nase und stecken das hier oben rein in das Loch. Dann nehmen wir einen Schraubenzieher und befestigen das Teil handfest. Jetzt haben wir das Teil handfest angezogen. So schaut das Ganze jetzt aus, in unserer Aufbautür installiert. Wir können die Tür verriegeln, auflassen. Jetzt ist der Zustand geöffnet. Wie funktioniert das Ganze? Wir nehmen jetzt unsere Aufbautür, gehen jetzt rein, machen zu. So schaut das Ganze aus bei geschlossener Tür. Wir kommen wunderbar ran an den SICK. Wir haben jetzt hier diesen Fingergriff, wo wir das zur Verriegelung nutzen können und schieben den SICK jetzt ganz einfach in die Verriegelung rein, ganz leicht, und das ganze Teil ist jetzt hier verriegelt. Der Fingergriff guckt ca. 2 cm hier noch raus, damit wir gut rankommen. In der Nacht, wie wir es jetzt immer schon gemacht haben, dass wir jetzt hier zumachen und die Tür trotzdem aufgeht, sondern wir verriegeln dann mit diesem SICK ganz einfach die Aufbautür, drehen das runter und jetzt ist unsere Tür verriegelt. Ja, was kann jetzt passieren, wenn jetzt hier einer diese Tür aufhebeln möchte? Ich mache das ganz einfach mal auf. So, und wir sehen, der SICK rastet ein in die
Verriegelung und ich kann hier die Tür nicht aufmachen. Ich kann die nicht mal einen Zentimeter zurückziehen, denn der SIG hält die Tür jetzt hier weiter in der Verankerung, obwohl ich hier unten die Entriegelung drücke. Somit kann die Tür nicht geöffnet werden. Ist eine super Geschichte, also wir sind total begeistert. Wenn wir jetzt rausgehen, mache ich ganz einfach auf und somit kann ich schon wieder so einfach rausgehen. Verriegeln wir unsere Aufbautür, wenn wir im Wohnmobil sind. Ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Das Teil bleibt immer dran. Wenn wir schlafen gehen, wird das ganz einfach runtergedrückt an beiden Türen und die Aufbautür und die Fahrertür ist verriegelt und die kann von außen nicht mehr geöffnet werden. Das gleiche haben wir hier auf unserer Fahrertür. Die Schlösser sind das gleiche, wie wir hier jetzt sehen können. Wir haben hier den SIG dran und ganz einfach verriegelt und das ganze Teil ist fest. Wir gehen jetzt mal nach draußen und probieren mal von draußen die Fahrertür zu öffnen und dann zeigen wir mal euch, wie weit hier die Tür aufgeht oder nicht. So, wie ihr gesehen habt, haben wir ja den SIG hier in der Fahrertür verbaut. Wir haben den SIG jetzt runter gemacht und das Schloss verriegelt. Jetzt probieren wir mal das Ganze aufzumachen und schauen mal, wie weit sich hier die Tür öffnen lässt. Ich ziehe jetzt mal hier dran, so, und versuche jetzt hier die Tür aufzumachen und es geht nichts. Ich mache wieder zu, probiere noch einmal. Ich kann hier die Tür nicht entriegeln und wir sehen es jetzt hier, nicht mal einen halben Zentimeter lässt sich die Tür nach außen ziehen. So schaut das aus. Das ist natürlich auch eine super Geschichte, die Fahrertür zu verriegeln mit dem SIG. Wenn wir jetzt auf dem Stellplatz irgendwo stehen, wir sitzen auf der anderen Seite. Es kann also keiner unbemerkt jetzt hier bei uns auf der Fahrerseite die Tür aufmachen und irgendwas aus dem Wohnmobil entwenden etc., weil die Tür hier komplett verriegelt ist. Also die Zentralverriegelung ist ja auf, aber die Tür ist jetzt verriegelt durch unseren SIG. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, ihr habt es gesehen, ein wunderbares Gadget zur Sicherheit, kostet nicht viel Geld, lässt sich einfach zu installieren, um natürlich auch das Wohnmobil zu sichern, wenn wir jetzt auf einem Stellplatz stehen oder auf einem Campingplatz stehen, damit die Fahrertür blockiert ist, wenn wir hier rein und raus gehen und auf der Seite sitzen, dass hier auf der Fahrertür keiner rein kann. Das ist zum Beispiel eine wichtige Lösung und natürlich, wenn wir irgendwo auf einem Wohnmobilstellplatz frei stehen, dass wir, wenn wir im Wohnmobil sind, die Türen komplett verriegelt sind etc. Natürlich ist das zusätzlich zu unserer Alarmanlage, unserer Zentralverriegelung eine wunderbare Sicherheit. Der SIG hier wunderbar einfach zu installieren, anzubringen. Ihr habt die Möglichkeit, das in verschiedenen Variationen zu bestellen. Ihr habt die Möglichkeit, das in verschiedenen Türen einzubauen. Und schaut es euch ganz einfach mal an. Ihr habt die Information hier unten in der Videobeschreibung. Das blenden wir euch nochmal mit ein. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem SIG zur Verriegelung eures Wohnmobils, damit ihr immer schön sicher unterwegs seid. Viele Grüße von uns hier. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt und bleibt gesund bis dahin.